Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Create Tutorials. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe hier hinter mir schon so einen kleinen Miniaturversuchsaufbau aufgebaut, um den es heute gehen soll, und zwar um die Redstone Links. Redstone-Verbindung, WLAN mit Redstone. Aber nicht lang schnacken, mit der Sonne im Rücken. Worum geht es denn hier überhaupt? Und zwar, die Redstone-Verbindung wird wie folgt gecraftet. Eine Redstone-Fackel auf einem Messingrahmen. Die müssen übereinander sein, kann nicht irgendwo sonst wo sein, muss übereinander sein und dann gibt es zweimal die Redstone-Verbindung. Aber was macht denn der ganze Kram überhaupt? So eine Redstone-Verbindung hier, die können wir auf den Boden packen. Warum sehe ich das jetzt nicht? Ah, das ist ja witzig, die wird in der Hand nicht wirklich angezeigt. In der Aufhand? Auch nicht. Cool. So, was macht man jetzt damit? Diese Redstone-Verbindung, die können eingehende Signale übertragen auf die Empfänger. Und zwar gibt es den Sender, ganz einfach zu erkennen hier dran, die Antenne ist eine Antenne. Und hier die Antenne hat so eine Scheibe drum. Das ist der Empfänger. Und wenn wir jetzt bei dem Sender ein Redstone-Signal draufgeben, wie durch den Knopf, dann zack, seht ihr, gehen die beiden Lampen an. Wir nehmen jetzt mal den Hebel, dann zeige ich euch das hier drüben mal. Der Empfänger hier empfängt das Redstone-Signal vom Sender dort, gibt es über die Redstone-Leitung weiter an die Redstone-Lampe. Hier ist es einen Ticken anders. Wir können die Dinger nämlich direkt an die Blöcke ranbauen und der powert sogar gleichzeitig noch die Lampe oben drüber. Bin mir nicht sicher. Noch eine oben drauf. Ne, oben drauf nicht mehr. An der Seite, aber da an der Seite. Also direkt den Block, wo er dran ist, der wird gepowert, plus die direkt anliegenden. Der dahinter müsste auch gepowert werden, ja. Sehr praktisch sowas. Aber wie stellen wir das jetzt ein? Machen wir den mal aus. Ich nehme jetzt, wir haben hier bei den Redstone-Verbindungen 2 Slots dran. Vor dem Update 5.1 war das Frequenz 1 und Frequenz 2. Jetzt ist es rot und blau. Das ist weiter nicht tragisch, die Funktion ist dieselbe. Wenn wir hier oben in die Frequenz 1 sozusagen mit einem Rechtsklick einen beliebigen Gegenstand reinsetzen als Filter-Item, jetzt ist eine Redstone-Verbindung drin, dann ist sozusagen der Filter bzw. die Frequenz 1 eingestellt. Hier haben wir das genauso auch eingestellt gehabt, deswegen haben die untereinander jetzt sich verbunden. Wenn wir jetzt hier noch eine Frequenz 2 mit einstellen und hier auch und den Hebel drücken, dann geht nur noch der Empfänger hier an, bei dem Sender mit der Frequenz. Er hier nicht mehr, weil er hier hat den Lohnbrenner unten nicht mit drin. Welcher im Übrigen ziemlich süß da drin aussieht. Aber wie stellen wir denn jetzt den Sender und den Empfänger noch ein? Das geht ganz einfach. Entweder mit einem Shift-Rechtsklick, dann können wir den Sender-Empfänger wechseln, oder wir nehmen den Schraubenschlüssel und machen nur einen Rechtsklick darauf. So können wir einstellen, wer hier Sender und wer hier Empfänger ist. Zack. Warum die Lampen auch immer weiter leuchten. Diese Redstone-Verbindungen funktionieren nicht nur auf diese Entfernung. Bei Default in den Standardeinstellungen haben diese Redstone-Verbindungen eine Reichweite von 256 Blöcke, also bis irgendwo da hinten, bis zu dem ersten Baum, würde das gehen. Lässt sich, wie gesagt, in den Einstellungen verändern, aber in den Standardeinstellungen sind es 256 Blöcke. Deswegen auch 2 Frequenzen, weil wenn ihr Mehrspieler spielt, mit mehreren Leuten, dann einigt euch darauf, dass irgendjemand Frequenz 1 ein Item nimmt, Spieler B nimmt ein anderes Item und so weiter. Weil ansonsten könnte es passieren, wenn ihr nah genug aneinander seid, dass ihr euch gegenseitig ins Gehege kommt. Und dann macht Spieler A das Licht an und Spieler B macht's aus, obwohl ihr es noch braucht. So viel zu den Redstone-Verbindungen. Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Lasst ein Like und ein Abo da, würde mich freuen. Und tschüss.